Geschichtsbücher berichten oft von Kriegen und Verträgen. Doch die wahre Geschichte liegt im stillen Widerstand der Menschen, die in ihren Küchen und Hinterhöfen ums Überleben kämpfen. Während uns die moderne Welt vorgaukelt, wir könnten alles kaufen, flüstern die großen Krisen der Vergangenheit, insbesondere die Weltwirtschaftskrise von 1929 und die Hungersnot der 1940er Jahre, etwas anderes. Selbstversorgung ist die größte Freiheit. Diese Methoden, die heute als altmodisch oder überholt abgetan werden, sind in Wirklichkeit unschätzbare Schätze, die Großkonzerne mit Millionen von Dollar aus dem Gedächtnis tilgen wollen. Ich würde sagen, die meisten von Ihnen, die zuhören, sind, den Statistiken des Videos nach zu urteilen, zwischen 45 und 75 Jahre alt. Nun möchte ich Sie an etwas erinnern. In den 1930er Jahren pflanzten die Machthaber in Berlin den Deutschen eine einzige verhängnisvolle Idee ein: Seid von uns abhängig. Sie forderten die Menschen auf, den Banken zu vertrauen, den Eigenanbau von Lebensmitteln aufzugeben und auf moderne Industrieprodukte umzusteigen. Doch es waren die Geisterfamilien, die überlebten, weil sie nicht auf den Staat hörten, sondern auf die uralten Instinkte ihrer Vorfahren. Heute basieren riesige Konzerne darauf, dass sie diesen Überlebenscode vergessen und sie Monat für Monat bezahlen. Vergessen Sie das alles und hören Sie mir 15 Minuten lang zu, und Sie werden erkennen, dass Sie all das bereits wissen und gehört haben. Dinge, die Holger von seinem Großvater und Sydney von ihrer Großmutter gehört haben. Genau diese Dinge werden Sie jetzt hören. Während der Krisenjahre schüttete keine Mutter auch nur einen Tropfen Öl, der am Boden eines Topfes zurückgeblieben war, in den Abfluss. Brühen, Frittieröle und tierische Fette wurden abgeseit und in Gläsern aufbewahrt. Anders als die verarbeiteten Pflanzenöle, die heute die Supermarktregale füllen, verwendeten unsere Großmütter diese goldenen Flüssigkeiten, um Gerichten Geschmack zu verleihen und gusseiserne Pfannen zu schützen. Dies war nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu sparen, es war ein natürlicher Schutz gegen die teuren und ungesunden Öle, die uns die moderne Lebensmittelindustrie aufzwingt. Was wir heute Nachhaltigkeit nennen, praktizierten unsere Vorfahren als Überlebenskunst. Leere Mehl- oder Zuckersäcke wurden nicht verschwendet. Sie wurden gewaschen, weich gemacht und zu Kinderkleidung, Küchenschürzen oder Kissenbezügen verarbeitet. Sogar die Sackhersteller jener Zeit erkannten dies und begannen Säcke mit Mustern zu bedrucken. Diese Methode, die wir heute mit schicken Namen als Zero Waste bezeichnen, war in Wirklichkeit die Fähigkeit, inmitten von Knappheit Eleganz zu bewahren. Die Gartenbaubranche lehrte uns, dass Pflanzen wie Löwenzahn Unkraut seien. Doch in Krisenzeiten waren diese Pflanzen wahre Vitaminlieferanten. Aus den jungen Blättern wurden Salate zubereitet und die Wurzeln wurden getrocknet, geröstet und anstelle von Kaffee getrunken. Entgegen dem System, das kostenlose Lebensmittel als Unkraut abstempelt und uns im Supermarkt zu Plastikverpackungen verdammt, bietet die Natur uns weiterhin kostenlos die reichhaltigsten Gaben. Früher konnte ein halbes Kilo Hackfleisch eine ganze Armee ernähren. Das Geheimnis lag nicht im Schummeln, sondern in cleveren Zusätzen. Unsere Mütter verdoppelten die Fleischmenge, indem sie es mit Haferflocken, altbackenen Semmelbröseln oder geriebenem Gemüse vermischten. Diese Methode, die heute in gehobenen Restaurants als Gourmet-Technik gilt, war tatsächlich der klügste Weg, den Nährwert zu erhöhen und gleichzeitig den Geldbeutel zu schonen. In Krisenzeiten dufteten Balkone und Hinterhöfe nicht nur nach Blumen, sondern auch nach Tomaten und Paprika. In den Städten überlebten nur Familien, die ihr eigenes Gemüse anbauten, als die Lebensmittelversorgung zusammenbrach. Heute, obwohl Kommunen und Wohnanlagen diese Gärten mit dem Argument der Schönheitsbelästigung zu unterbinden versuchen, ist selbst ein Petersilienzweig im Topf ein Glied in der Kette, das die Abhängigkeit von Importen durchbricht. Keine Eier, keine Milch, keine Butter. Aber es gibt einen Nachtisch. Rezepte wie Wasserkuchen oder Hungerkuchen entstanden durch das Karamellisieren von Mehl mit Zucker und Wasser und anschließendes Backen.
Es ist nicht nur ein Rezept, sondern Ausdruck des Willens, die Familienmoral hochzuhalten und Kindern selbst in den schwierigsten Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In Zeiten, als Energie kostbar war, ließen deutsche Frauen das Essen nur 5 Minuten auf dem Herd. Dann stellten sie den Topf in mit Stroh, Wolle oder alten Decken gefüllte Kochkisten. Das Essen garte stundenlang mit seiner eigenen Wärme, ohne externe Hitzezufuhr, während der Brennstoffverbrauch um 80% reduziert wurde. Dies ist ein wahres technisches Wunderwerk, das uns moderne Öfen und die Energielobby vergessen ließen. Manchmal ist ein Sack Heu mehr wert als ein Kanister Benzin. Der durchschnittliche Haushalt gibt heutzutage ein Vermögen für Reinigungsmittel aus. Dabei genügen Essig, Backpulver und weiße Seife, um 99% der Bakterien im Haus abzutöten und für strahlende Hygiene zu sorgen. Bevor uns die Chemiekonzerne Frühlingsbrise in schicken Flaschen verkauften, schützten unsere Großmütter ihre Gesundheit und ihren Geldbeutel mit diesen 3 einfachen Zutaten aus der Speisekammer. Knochenbrühe, die heute in Feinkostläden in kleinen Gläsern zu horrenden Preisen angeboten wird, wurde früher durch stundenlanges Auskochen von Knochen hergestellt. Knochen, die Metzger kostenlos abgaben oder zu symbolischen Preisen verkauften. Jeder Tropfen Knochenmark war eine wahre Kollagen- und Mineralstoffbombe, die das Immunsystem stahlhart machte. Aus einem Knochen wurden Suppen zubereitet, die eine Familie eine Woche lang satt machten. In Zeiten vor Kühlschränken gab es Drahtschränke und mit Eisbeuteln gekühlte Truhen. Die eigentliche Genialität bestand darin, dass selbst das Schmelzwasser nicht verschwendet wurde. Dieses kalte Wasser wurde zum Gießen von Pflanzen oder zum Putzen verwendet. Heute kühlen wir alles, werfen aber 40% unserer Einkäufe weg. Dabei galt früher die Devise, jede Ressource bis zum letzten Tropfen zu nutzen. Die Konservierung von Lebensmitteln ist das größte Problem, wenn die Wasserversorgung ausfällt. Deutsche Dörfer hielten Gemüse wochenlang frisch, indem sie das Verdunstungsprinzip zweier ineinander gestapelter, mit feuchtem Sand gefüllter Tontöpfe anwandten. Die Gesetze der Thermodynamik gelten auch in Krisenzeiten. Diese einfache physikalische Regel schützt Ihre Familie vor Vergiftungen, wenn Ihr moderner Kühlschrank versagt. In den Wintermonaten, wenn Äpfel unerschwinglich teuer oder gar nicht erhältlich waren, würzten unsere Großmütter alte Kekse so, dass man glaubte, sie enthielten frisches Obst. Diese Kreativität ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man in Krisenzeiten mit begrenzten Ressourcen Unmögliches erreichen kann. In Zeiten, als Heizen ein Luxus war, dienten alte Zeitungen nicht nur als Nachrichtenquelle. An die Wände geklebte Zeitungsseiten isolierten und in die Schuhe gelegte Seiten schützten die Füße vor Frost. Diese Methode, die die luftspeichernden Eigenschaften der Zellulose nutzte, ist der Vorläufer moderner Dämmstoffe und völlig kostenlos. Stromausfälle sind der erste Schritt zu einer Krise. Unsere Großmütter verließen sich nicht auf batteriebetriebene Taschenlampen oder teure Kerzen. Sie bastelten Schwimmlampen, die stundenlang brannten, indem sie einen Finger voll Pflanzenöl in ein Glas Wasser gaben und einen einfachen Baumwolldocht anbrachten. Diese Methode verwandelte das Haus selbst in den dunkelsten Nächten in einen Zufluchtsort. Für den Vorbereiteten bot Licht nicht nur Sicht, sondern auch ein Gefühl der psychologischen Überlegenheit. In den Küchen brannte immer ein Feuer, das nie erlosch, und der Topf war nie leer. Gemüsereste am Montag, Knochenbrühe am Dienstag, eine Handvoll Hülsenfrüchte am Mittwoch. Der Topf wurde ständig aufgefüllt, aber der Geschmack wurde immer intensiver. Dies ist der beste Beweis dafür, wie Lebensmittel im Wert von Milliarden Euro, die heute verschwendet werden, in ein Festmahl verwandelt werden könnten. Früher galt es als große Verschwendung, die Wurzeln von Frühlingszwiebeln, die Herzen von Salat oder die Stangen von Sellerie wegzuwerfen. In ein Glas Wasser gestellt, trieben diese Wurzeln innerhalb weniger Tage auf der Fensterbank wieder aus. Dieses Gemüse, von dem Supermärkte jede Woche eine neue Charge verkaufen wollen, ist in Wirklichkeit eine kostenlose Nahrungsquelle, die sich unendlich oft selbst vermehren kann.
In Zeiten der Zuckerrationierung wurde der Süßhunger durch die Natur gestillt. Gesammelte Früchte, Hagebutten oder rote Beete wurden stundenlang gekocht, um ihre Aromen zu gewinnen. Diese natürlichen Sirupe spendeten Energie und wurden den ganzen Winter über als Medizin getrunken. Diese traditionellen Methoden erinnern uns daran, dass ein Leben ohne raffinierten Zucker möglich ist. Wie geht ein Kuchen ohne Eier auf? Unsere Großmütter backten die saftigsten Kuchen mit der Reaktion von Säure, Essig und Base, Backpulver. Diese heute von Lebensmitteltechnikern anerkannte Methode beweist, dass sich erstaunliche Ergebnisse ohne industrielle Backpulver und teure Zutaten erzielen lassen. Brot war in Notlagen heilig, fiel es zu Boden, wurde es geküsst und auf den Kopf gelegt. Altes Brot wurde niemals weggeworfen, es wurde in Milch und Zucker eingeweicht und zu einzigartigen Frühstücksspeisen, dem sogenannten Arme-Leute-Brot, oder zu Fleischbällchen verarbeitet. Heutzutage werfen moderne Menschen, die altes Brot in den Müll werfen, in Wirklichkeit den Reichtum ihrer eigenen vier Wände weg. Hier ist die Methode, die den Chemiekonzernen am meisten Sorgen bereitet: Seife aus Holzasche und Pflanzenölen. Wenn sich die Alkalien in der Asche mit dem Öl verbinden, Verseifungsreaktion, entsteht ein perfekt reinigendes Reinigungsmittel. Die Seifen, die heute in Supermärkten zu horrenden Preisen als natürlich verkauft werden, sind tatsächlich dasselbe Produkt, das unsere Großmütter kostenlos in Kesseln im Garten herstellten. Früher waren die vollen Krüge im Keller eines Hauses die Lebensversicherung der Familie. Einmachen und Trocknen waren nicht nur eine Küchenarbeit, sondern die wirksamste Maßnahme gegen Wirtschaftskrisen. Selbst eingemachte Lebensmittel, die von Fabriken als riskant für den Verkauf von Tiefkühlkost eingestuft werden, sind bei richtiger Zubereitung die sicherste und günstigste Art der Ernährung. In Krisenzeiten wurde der Proteinbedarf nicht vom Metzger, sondern vom Feld gedeckt. Linsen, Bohnen und Kichererbsen, kombiniert mit Getreide, zum Beispiel Bulgur Pilaw mit Linsen, liefern alle Aminosäuren, die der Körper benötigt. Dieses Wissen stammte nicht aus Büchern, sondern war ein über Generationen weitergegebenes Überlebenserbe. Heute, wo wir uns über die Fleischpreise beklagen, sollten wir uns der immensen Kraft dieser einfachen Getreidesorten bewusst sein. Der größte Trick der Krisenjahre ist weder ein Rezept noch eine Reinigungsmethode. Die größte Stärke ist Solidarität. Werkzeug mit dem Nachbarn teilen, gemeinsam ernten, Arbeitskraft austauschen, ohne Geld zu verwenden. Was Staaten und Großkonzerne am meisten fürchten, ist, dass Menschen überleben, indem sie sich gegenseitig unterstützen, ohne auf das System angewiesen zu sein. Heute, wo wir nicht einmal mehr den Namen unseres Nachbarn kennen, haben wir unseren wichtigsten Schutzmechanismus verloren. Fazit: Diese Methoden sind keine bloße Nostalgie, sondern echte strategische Dokumente, die Ihre Familie in einer möglichen zukünftigen Krise über Wasser halten können. Denken Sie daran, Vorsorge ist kein Pessimismus, sondern Ausdruck Ihrer Verantwortung gegenüber Ihren Lieben. Sie kennen nun dieses Erbe, das Berlin aus unserem Gedächtnis tilgen will. Jetzt haben Sie die Wahl. Entweder Sie verharren in Ihrer Komfortzone und warten schutzlos auf die nächste Krise, oder Sie beginnen noch heute, mindestens eine dieser Methoden mit der Disziplin eines Preppers anzuwenden. Denken Sie daran, Vorsorge ist kein Hobby, sondern eine Verpflichtung gegenüber Ihren Lieben. Wenn Ihnen dieser Beitrag geholfen hat, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Denn wenn das Netzwerk zusammenbricht und alles in Dunkelheit versinkt, sind diese Informationen die einzigen, die Ihnen Licht spenden.